Also man muss mal zwei Einsatzarten unterscheiden. Man denkt ja immer, die Feuerwehr löscht nur Brände, aber das ist eher so der geringere Teil. Bei uns brennt es Gott sei Dank ganz, ganz selten. Was mir jetzt am meisten habe, sind Hilfeleistungseinsätze, beispielsweise Türöffnung für den Rettungsdienst oder kleinere Brände oder so irgendwie was. Das sind dann so die Häufigkeit. Ja, es gibt ja noch ein drittes Gebiet, das ist dann der Gefahrguteinsatz. Das deckt die Feuerwehr auch noch mit ab. Und dann hat man eigentlich die drei Themen, was die Feuerwehr so alles macht. Brandeinsatz, technische Hilfeeinsatz und der Gefahrguteinsatz. Da überall wird die Feuerwehr tätig. Routine gibt es nicht, aber einen Alltag haben wir schon. Wir arbeiten in einem 3-Wochen-Schichtrhythmus. Der 3-Wochen-Rhythmus besteht eigentlich aus einer Tagdienstwoche oder aus dem Tagdienst, aus dem Nachtdienst und aus der 24-Stunden-Schicht. Diese Schichtzeiten sind dann nochmal untergliedert in die Ausbildungszeit, in die Bereitschaftszeit und in die normale Arbeitszeit. Das heißt, auch jeder Tag auf der Feuerwache läuft auch ein bisschen anders da ab. Wenn man dann gerade am Arbeiten ist und es kommt ein Einsatz rein, dann ist Priorität natürlich immer Abrücke. Und das macht es auch schön und interessant, weil man weiß nie, wann ein Einsatz kommt. Bei mir war es schon als kleiner Bub eigentlich schon so wie kleine Jungs halt drauf sind, entweder Polizist oder Feuerwehrmann, war das halt bei mir schon immer. Hat halt nie nachgelassen. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich bin auch schon immer irgendwo so ein bisschen Blaulicht verrückt gewesen, schon als Kind. Das fasziniert halt, das ist klar. Man macht was Gutes für andere. Und es gibt einem auch, sag ich mal, ziemlich gutes Feedback, ziemlich gute Bestätigung. Und das macht es einfach aus für mich. Bei mir war es auch so, dass ich mit 6 Jahren angefangen habe, bei uns in der Kinderfeuerwehr, meine ortsansässige Kinderfeuerwehr. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich ja einfach so ein Teamplayer bin. Und das wollte ich halt weitermachen. Diese Teamfähigkeit, diese Aufgabe im Team zu lösen und halt eben dieses nicht zu wissen, was kommt. Aber Schicksale passieren nun mal draußen. Und wenn man dann halt mit seinem Wissen, mit seinem erlernten Wissen dazu beitragen kann, den Leuten zu helfen, dann ist es halt ein schönes Gefühl. Und das ist das eigentlich, was es ausmacht. Ja, ich finde es nach wie vor immer noch faszinierend eigentlich, so der Stimmungswechsel bei der Feuerwehr, den man hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Man kann gerade in der lustigsten Runde zusammenstehen und Blödsinn machen, man kann sich unter Umständen gerade streiten, das passiert natürlich auch mal. Und 2 Minuten später sieht es schon wieder komplett anders aus. Bei uns geht das Licht an, es kommt der Gong, wir fahren raus. Der Stimmungswechsel an sich, das finde ich immer noch absolut faszinierend. Dieses Umschalten halt. Ja. Von jetzt sind wir auf der Wache und jetzt sind wir an Einsatz. Da legt dann so ein Schalter um. Und dann geht jeder in seinen Modus. Man rutscht runter, zieht sich an und dann malt man sich schon aus, was hat man für. Es kommt da immer so ein bisschen aufs Einsatzstichwort drauf an. Es gibt Einsatzstichwörter, da denke ich mir eigentlich gar nicht, wir fahren einfach hier und lassen uns überraschen. Und das ist so wieder so der Reiz, ja, wie gesagt, dieses Umswitchen. Es ist jetzt nicht ausschlaggebend, dass man vorher schon Mitglied bei einer Freiwilligen Feuerwehr oder in der Jugendfeuerwehr war. Man kann auch wirklich als komplett Feuerwehrfremder sich bei der Feuerwehr bewerben. Und, so wie ich das war. Ich war zum Beispiel ein kompletter Grünschnabel gewesen. Ich habe ja ursprünglich Schreiner gelernt und war nie in der Freiwilligen Feuerwehr. Habe dann meinen Abschluss gemacht als Schreiner, meinen Gesellebrief, und dann habe ich mich im Anschluss an die Feuerwehr, quasi bei der Feuerwehr beworben. Habe dann den Einstellungstest gemacht und bestanden. Ja. Genau, also wenn man zur Berufsfeuerwehr will, dann braucht man auch eine abgeschlossene Ausbildung. Sportlich Hintergrund sollte man auf jeden Fall haben. Was ganz, ganz wichtig ist, man soll auf jeden Fall ein Teamplayer sein. Auf mannheim.de/Feuerwehr, da kriegt man auch dann die Infobroschüre, wo eben drin steht, was man alles mitbringen muss, wenn man zur Feuerwehr will. Und was ja ganz wichtig ist, also wenn das jemand erstmal rausprobieren möchte, ob es was für ihn ist, kann man tatsächlich halt mal so einen Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr vielleicht vorziehen.